Whitechapel. Jo, da sind wir wieder. Zurück in London. Dieses Mal allerdings nicht in Streamform, sondern als Let's Play. Das heißt, keine Interaktion mehr. Aber dafür kann ich vielleicht einen Ticken mehr eintauchen in die Welt und das Ganze ein bisschen entspannter angehen. Und Alkohol klauen von armen Stadtbewohnern. Was haben wir zu tun? Wir haben Lady Ashbury Bericht zu erstatten. Wir müssen eine Bestellung suchen. Was hat das denn mit dem... die F entfernen. So. Fehlende Inhaltsstufe. Suchen unter Bestellung. Die... ja, nee. Ich hoffe mal, es gibt irgendwann eine Vampirfähigkeit, die so eine Art Schnellreisesystem mit reinnimmt. Also ja, das ist ein bisschen kitschig, aber das klingt echt praktisch. Die Stadt öffnet sich ja doch immer mehr. Und dann von A nach B zu kommen, dauert eine Weile. Okay, er ist wieder bei seiner Arbeit. Krankheitsmäßig hatten wir hier alles abgeschlossen. Geschnackt hatten wir auch mit recht vielen. Oh, warte, ich muss wieder auf. Genau, auf Gamepad wechseln. Gesund, gesund, alles gut. Loretta. Warum ist die Qualität ihres Blutes nur 1500, wenn sie komplett gesund ist? Oh, ist das vielleicht ein Anzeichen, dass hier irgendwo ein Vampir in der Nähe ist? Das wäre auch interessante Spielmechanik. Also, dass man so ein bisschen Detektivarbeit leisten kann, was das angeht. Mal schauen, ob die da noch was tut. Sind wir... West End? Nein. Hier sind wir genau falsch. Ich gehe auch stark davon aus, dass wir nicht hingehen können. Kurz testen. Ja. Das würde auch viel zu gefährlicher sein, denke ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie die Vampirjäger ihr zu Hause haben oder so. Ja, wir legen uns mit keinem an. Wir wollen einfach nur zurück zu Lady Ashbury, gucken, was sie zu sagen hat. Unterwegs hier die Gegend weiter kennenlernen und Krimskrams einsammeln, damit wir mehr Medizin herstellen können und auch unsere Waffen verbessern. Hier müsste gleich die Brücke sein, genau. Die war letztens noch bewacht, ne? Sei es drum. Umso besser. Vielleicht, wenn man ja oft genug durch eine Gegend durchkommt und dann keine... Whoever left these marks did so deliberately. Soll das dann eine Rune sein? Nee, Runen haben nicht so viele Kurven. Kill it, boy! Cross the leech, boys! Okay, wir haben Vincent Shen, Toby Shen, das sind zwei Brüder. Was ist mit dem... Ist der Rest hier Ramsch? Erst Ramsch töten. Wenn wir erst Ramsch töten. Nee, das ist der andere. Wer von euch ist Ramsch? Die Kleine hier, okay.
Nur noch die beiden Brüder übrig. I'll take his head. Hier müsste der Angeschlagene wohl sein von denen. Komm mal runter. Oh, die können nicht springen. Okay. Es kommen neue. War nicht sehr fair von euch. Andererseits habe ich so durchgehende Blutquelle. Ja, danach gehen wir wieder auf den Fernkämpfer. Den Vincent. Wo ist er? Da oben. Doch nicht Vincent. Was ist der Angeschlagene? Ja. Ich mag das Feuer nicht. Zu knapp. Mit dir. Oh, lebst du noch? Okay, den einen haben wir. Heilung. Können wir kurz zum Straucheln bringen, den hier. Jetzt bleiben wir an ihm dran, ignorieren den Kleinen. Gott. Oi. Ja, guter Hinterhalt. Kann man nicht anders sagen. Wurde scheint noch mehr zu kommen, wir sollen uns verpieseln. Das ist deswegen wie ein fahrlässiger Vampir oder so, aber nö. Die haben einfach irgendwelches Blut genommen, wahrscheinlich von irgendeinem Schwein oder so. Und das verteilt, weil sie dachten, sie könnten damit Vampir anlocken. Hat auch funktioniert, aber nicht so, wie sie dachten. Also es war nicht der Geruch oder so, es war halt nur, weil es so auffällig war. So, gehen wir gleich zu ihr. Das war doch hier. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Natürlich wusstest du, dass sie ein Vampir ist. Hat sie ihn umgebracht und hat sie noch ein bisschen angesaugt. Bewegt sich nicht wirklich, ja. Hat er vorher auch nicht. Mitgefühl schleiert nur ihre Begierden. Er hat ihnen vertraut. Wir kennen sie zu wenig. Wir haben nur ein paar Sätze mit ihr gewechselt. Das ist schwer, jetzt zu beurteilen.
Und auch hier zu sagen, letztendlich sind sie eine Mörderin. Ich meine, unser Charakter hat auch schon sehr viele Leute umgebracht. Also in Selbstverteidigung zugeben, die meisten. Aber auch sonst. Naja, ist, glaube ich, eine normale Reaktion. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Sie müssen sich entschuldigen. Natürlich muss sie sich entschuldigen. Letzten Endes sind wir Vampire. Also nach ein paar hundert Jahren würde ich das ja eingestehen, dass man so abgebrüht wird oder was auch immer. Andererseits wissen wir nicht, wie alt sie ist. Ne? So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you, it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Warum haben wir die Erpressung nicht beendet? Weil wir die Schwester Dorothy nicht umgebracht haben? Aber sie will sich doch nicht mehr einmischen. Schwester Dorothy kündigt jetzt beim Krankenhaus, kümmert sich um ihr eigenes Krankenhaus quasi. Und wir kommen zwischendurch vorbei und geben ihr Geld. Und dafür kriegen wir halt Ressourcen. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Ekon? Habe noch nie gehört. Ich beschäftige mich sehr viel mit Vampiren. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Da wurde so noch für das Spiel ausgedacht. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Okay. Also ist das ein ähnlicher Mythos wie bei Vampire the Masquerade. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution. And I'm no fool. Und sie ist auch nicht mächtig genug, nicht alt genug. Und sie hat eine weibliche Stimme und die Stimme in unserem Kopf war männlich. Oder? Ja.
I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. In welchen Mengen? In anderen Systemen gibt es nämlich die Gule. Wenn man denen nur so ein bisschen Tropfen gibt und sie vorher nicht tötet, dann werden es halt Gule. Wenn man sie aber fast komplett tötet und dann das eigene Blut gibt in genügend Ausmaßen, dann wird es ein Vampir. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Okay. Ich weiß jetzt schon, wie sie darauf antworten wird. I know this is beyond the pale, but may I inquire your Jetzt kann sie age? nicht mehr so antworten. Gut gekontert. Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Also, weil man fragt halt eine Lady nicht nach ihrem Alter. Aber das hat er ausgehebelt, indem er von vornherein schon gesagt hat, dass er sich selber als unhöflich sieht, dass er fragt. Und dann, gut. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja, wer hat ihnen die ewige Jugend gewährt? Wird sie nicht verraten, oder? And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Niemand hat sie verdächtig. Tierisch viele Leute haben sie verdächtig. Alle Leute sagen, dass es hier im Krankenhaus mit schlimmen Dingen zu sich geht und irgendwelche Experimente durchgeführt werden. Leute verschwinden und so, also... What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. What type of vampire is a Scar? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Die Übersetzung ist ja gerade ein bisschen irreführend. Sie sagt immer careless vampires, also Vampire, die sich nicht genug bemühen oder sie nicht genug Aufmerksamkeit zeigen. Ist auch keine gute Übersetzung, aber es ist näher dran an dem, was es eigentlich bedeutet. Im Deutschen steht da allerdings von niederen Vampiren, was ganz anderes wäre. Das wäre dann eher ähnlich wie bei Vampire the Masquerade mit den Dünnblütlern oder Halbblütlern. Also dass es irgendwann halt zu viele Generationen von Vampire gibt und wenn die unterste Generation 13. oder so, keine Ahnung, wenn die dann versucht, Vampire zu erschaffen, dann sind es halt nur so Halbvampire, die teilweise auch tags raus können, die kaum auch Fähigkeiten haben oder sowas.
Und dann wäre hier ein Skalen-Äquivalent dazu. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone. But it seemed they have been recruiting. Ja, es sieht so aus, als hätten sich hier einer der Gangs bedient. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. I bid you farewell. For now, my lady. Okay. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Dann machen wir das doch mal. Aber ja, wir haben jetzt eine Menge Antworten bekommen. Nicht nur auf die Fragen, die wir jetzt gerade ihr gestellt haben, sondern auch indirekt, was es jetzt hier mit dem Krankenhaus auf sich hat und warum es teilweise einen schlechten Ruf hat. Hier hat sich nichts verändert. Erholt sich. Ja, wir haben noch nicht gerastet bisher. Und das habe ich auch nicht unbedingt vor. Außer wir haben genug Ressourcen, um alles zu heilen, was dadurch kommen könnte. Müssen wir gleich mal schauen beim Werkzeugtisch. Weil die Kämpfe ziehen sich doch schon etwas in die Länge, wenn man nicht schläft. Also zu analysieren. Ratzwans Blutprobe. Dadurch können wir jetzt ein Ausdauerserum erhöhen. Schaffen. Blutarmut, Blutvergiftung, Lungenentzündung, Bronchitis, Erkältung. Kaliumpermanganat haben wir zu wenig. Natriumchlorid haben wir auch zu wenig. Jo. Wie schaut es bei den Waffen aus? Die Säge werden wir nicht aufstufen können, weil wir keine 3 Teile eines guten Griffes haben. Den Flock kann man nicht aufstufen und hier fehlt auch der gute
Griff. Also wir bräuchten 6. Und nee, warte, das ist Abzug. Wir bräuchten 3 Abzüge und 3 Griffe. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Oh, okay. Das hat eine Theorie. Kapitel 3. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Ich habe Blut untersucht, andere Symptome in Frankreich. Das ist offensichtlich. Nee, komm hier. Fakten. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Oh, wäre die Grippe eine Mutation in einem Vampir? Also allgemein jeder Angesteckte innerhalb von einer Krankheit hat das Potenzial, weil sich halt drin die Viren verbreiten, eine Mutation hervorzurufen. Und wenn die Mutation zufälligerweise in einem Vampir vorgerufen wurde und der Virus sich dann an das anpassen konnte. Okay. Was hat er gerade gesagt? Ich glaube Beweise, oder? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Ha. Was genau hat der Form in unserem Blut? Instant Größenwahn. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Ich traue dem immer noch nicht. Die Schwester lebt bestimmt noch, also ist ein Vampir geworden oder so. Wobei, wir haben ihr kein Blut gegeben, wir hatten sie einfach nur ausgesaugt und sie ist gestorben, ne? Danach mussten wir aber fliehen, das heißt, ihr Körper war eine ganze Weile alleine. Na gut. Wir sollten als nächstes zum Milton gehen, um zu gucken wegen den guten Griffen und guten Abzügen. Also das andere, was es da gibt, was man für die Pistole nutzen kann.